So Robert, jetzt reißen wir auf, oder? Auf jeden Fall. Denn Leute, wir sind wieder zurück bei Fuchs auf Fohlen. So sieht's aus. Der Vertrieb von XPEL für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben den M3 Touring mitgebracht, denn der wurde das letzte Mal hier foliert, hat eine komplette XPEL Steinerschutzfolierung erhalten und zwar die schöne Stealth-Folie. Außen als auch innen natürlich. Und heute haben wir ein sehr spezielles Fahrzeug mit dabei. Ich weiß noch nicht, ob es der Robert schon im Titel reingeschrieben hat, aber wenn wir da so durchschauen, die Jungs, die sind schon im vollen Gange und ich würde mal vorschlagen, wir reißen jetzt mal auf nach drinnen, bringen mal die Bude ein bisschen zum Wackeln, oder? Beziehungsweise du, Robert. Und dann schauen wir mal, was die Jungs so machen, oder? Schauen wir mal rein. Also, auf geht's. So, dann gehen wir mal rein. Da wird schon richtig fleißig gearbeitet. Und da, Leute, seht ihr es, um was für ein Fahrzeug es sich heute in dem Video handelt. Und zwar um den McLaren Senna. Wir sind damit ja vor ein paar Wochen auf der Nordschleife unterwegs gewesen, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wann der Robert wieder vorhat, das Video hochzuladen. Aber eigentlich ist es erst eine Woche her, dass wir auf der Nordschleife damit gefahren sind bei der Red Bull Veranstaltung. Und jetzt bekommt er eine komplette Steinerschutzfolierung. Und ich sehe, Thomas, die Jungs, die haben das richtig im Griff. Ja, sie brauchen immer eine Herausforderung. Ne? Also der M3 war schon cool, aber das ist nochmal eine größere Geschichte. Das ist schon nochmal Next Level. Vor allem absolut. Mit diesen McLaren Senna ist ja sehr eckig-kantig. Ja. Das war ja damals der Grund, warum vielen Leuten das Design nicht wirklich gefallen hat, weil es mal was komplett anderes gewesen ist. Und mittlerweile, also zumindest geht es mir so, lieben die meisten Leute das Fahrzeug. Ja. Aber es ist natürlich sehr provokant, eckig-kantig und ich könnte mir auch vorstellen, auch gar nicht so einfach zum Folieren. Ne? Also für die Jungs, die haben schon ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, aber wie gesagt, das ist eine Herausforderung, aber wir lieben Herausforderungen und wir kriegen das auch hin. Das stimmt. Definitiv. Und natürlich mit der XPEL Steinerschutzfolierung ist das halt natürlich, hast natürlich den ultimativen Schutz. Was wird denn jetzt am Fahrzeug so generell gemacht? Weil man muss ja dazu sagen, wir haben ja das Fahrzeug damals 2018 bekommen. Alter, der brennt, Alter. Und er hat schon eine Steinerschutzfolierung erhalten, allerdings nur in Anführungsstrichen vorne, weil es natürlich ein sehr großer Aufwand ist. Wir haben ja das letzte Mal darüber geredet. Man kann ja einfach nur gewisse Teile folieren lassen. Und wir haben uns damals dazu entschieden gehabt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen nur den vorderen Part und jetzt bekommt er ja komplette Steinerschutzfolierung. Also wie gesagt, vor 5 Jahren war es der Frontbereich, mittlerweile das komplette Auto. Das ganze Auto, ne? Also wir wollen das ganze Auto jetzt bekleben. Ist vom Aufwand, wie gesagt, groß, aber wir kriegen das hin. Und die Folie ist natürlich auch eine Evolutionsstufe weiter. Also die kann jetzt ein bisschen mehr wie vor 5 Jahren. Dementsprechend ein Update von der Folie, auch fürs Auto, definitiv. Wobei man ja dazu sagen muss, wir haben mal ums Auto rumgeschaut und der Aufbereiter letzte Woche, der Dimitros, hat das komplette Auto aufbereitet. Er hat gesagt, an der Seite geschaut, da ist noch kein einziger Steinschlag. Ja? Vorne natürlich, aber dafür haben wir ja den 100%igen Schutz. Ja. Aber natürlich klar, Safety first. Und jetzt hat natürlich nach der Rennstrecke kann man natürlich sagen, also auch da nach der Rennstrecke kein einziger Steinschlag und das Auto wird ja die meiste Zeit eigentlich auf der Rennstrecke bewegt. Ich glaube, um die 4000 Kilometer haben wir drauf, aber natürlich vorne fängst du am meisten auf an Steinschlägen. Ja, das ist auch das, was absolut richtig war, das zu tun. Je höher der Fahrzeugwert, desto mehr Sinn macht es natürlich, mehr zu tun. Man hätte es wahrscheinlich auch gleich tun können, aber jetzt definitiv. Und wie gesagt, das Update der Folie nennt sich Ultimate Fusion, also so nennt sich das gute Stück. Und die hat noch einen speziellen Effekt, und zwar perlt die Oberfläche, sprich Wasser, Oberflächenschmutz, haftet nicht so stark. Okay. Wie eine Keramikversiegelung, aber schon in der Folie mit drin. Ach krass, okay. Ja. Weil das ist ja oftmals so ein Thema, dass du machst die Steinerschutzfolierung, also beim M3 Touring haben wir ja die sogenannte Stealth-Folie foliert. Und dann kann man natürlich noch on top die Keramikversiegelung machen. Und das haben wir jetzt gespart, indem wir das alles in ein Produkt packen. Ach, das ist natürlich ideal. Dementsprechend fertig da präsentieren können auf dem Auto jetzt. Ach, Wahnsinn. Okay, das heißt, da bietet ihr fürs glänzende Fahrzeug nochmal 2 verschiedene Folien an. Die Ultimate Plus, Standard, wie wir sie kennen, 2 Jahre hinweg. Und Ultimate Fusion ist das neue Steckenpferd, in Anführungszeichen, beziehungsweise heute neu im Video. Ja, weil das unterschätzt man nämlich immer, vor allem mit dieser Keramikversiegelung, mit dem Abperleffekt. Und wenn das natürlich in der Folie, Robert, ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall mal testen. Auf jeden Fall. Oder? Machen wir, oder? Würde ich mal sagen. Ja, sehr gut. Ja? Dann würde ich mal sagen, lassen wir mal die Jungs ein bisschen machen, oder? Auf jeden Fall, die haben was Und zu ich bin tun. ja mal gespannt,
Thomas hat sich schon wieder irgendwelche tolle Ideen einfallen lassen. Ein bisschen kreativ bin ich noch manchmal. Ich bin Nicht ja immer. da ja noch ein bisschen skeptisch, ob wir das heute wieder machen werden. Aber ich meine, das letzte Mal hat ja alles super funktioniert gehabt. Also Ja, das Vertrauen wächst. auf würde jeden ich mal Fall. sagen, Wir oder? kennen uns jetzt schon ein bisschen, wir vertrauen uns. Also, lassen wir die Jungs weiterarbeiten. Robert, wir helfen wieder mit dazu, oder? Auf jeden Fall. Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, now niggas doing dope lines. Don't run into the cops, that's a bitch, nigga exercise. Also Robert, liegt es an dir, dass die Jungs schon so weit sind, weil du mitgeholfen hast oder weil du nicht mitgeholfen hast? Ja, zweiteres. Eher zweiteres, weil die sind nämlich extrem schnell und das Auto ist schon durch die ganzen Ecken und Kanten extrem kompliziert zu folieren, nämlich da die ganze XP Standardschutzfolie anzubringen, nämlich hier allein diese komplette Tür mit dem Gorilla-Glas, die ganzen Ecken und Kanten und die Jungs sind da hinten schon angekommen. Wie kompliziert ist das denn jetzt im Vergleich zum M3 Touring? Ist es deutlich schwieriger? Ja, wir haben natürlich ganz andere Formen. Die Autos sind extremst rund. Du hast 1000 Lufteinlässe, Wölbungen, Vertiefungen. Gerade auch so, wie du es gerade schon gesagt hast, so eine Tür, die besteht halt einfach aus 20 Teilen. Und so eine M3-Tür, eine Folie und fertig. Ja, genau. Und vor allem hinten den Diffusor habt ihr auch schon gemacht, oder wie? Ah, da seid ihr gerade dabei. Ja, wir machen jetzt die untere Partie hier, die ganzen Carbonteile. Haben wir natürlich auch überall Verwinkelungen drin und 1000 einzelne Finnen. Und überall geht es ums Eck rum. Also ist schon anspruchsvoll. Das ist schon verrückt. Ja, vor allem, also Senna ist da schon wirklich extrem speziell, was diese ganzen Ecken und Kanten angeht. Also ich glaube, du hast wirklich selten solche Fahrzeuge mit so vielen Ecken und Kanten. Ja, genau. Also schon, ist auf jeden Fall schon anspruchsvoll. Brauchen wir definitiv viel Erfahrung. Das glaube ich euch. Aber ihr macht das richtig gut. Und ich würde nämlich mal vorschlagen, wir gehen nämlich mal nach vorne, weil der Thomas ist nämlich da auch schon da. Und zwar, wie wir es ja am Anfang vom Video gesagt haben, wir haben ja beim Senna ja rein nur vorne die Standardschutzfolie. Damals, ich glaube Winter 2018 ist es gewesen, hatte hier die komplette XP Standardschutzfolie bekommen. Und du hast es natürlich jetzt auch schon gesagt, ja, wie es halt üblich ist, 90% davon wurde der Senna immer noch auf der Rennstrecke bewegt. Und wir haben hier mittlerweile einen Haufen Steinschläge, Gott sei Dank, auf der Folie drauf. Ja. Aber du hast jetzt gesagt, wir machen sie nochmal komplett neu. Wir machen sie nochmal neu, um auch zu gucken, was drunter los ist. Ja. Dementsprechend hat sich die Folie jetzt dafür geopfert, für das Fahrzeug. Wird runtergenommen, neu foliert. Und wir gehen einfach davon aus, dass das passt, was drunter ist. Ja, definitiv. Also ich bin mal wirklich gespannt, was du natürlich auch wieder hier siehst, hier vorne diese ganzen Ecken und Kanten. Ne? Und da provozierst du es natürlich noch mal mehr, dass du die ganzen Steinschläge abbekommst. Aber was ich natürlich auch schon festgestellt habe, Robert, ich weiß ja nicht, ob das, was da draußen steht, was da draußen ist, ob das für uns vorbereitet ist wieder. Es ist vielleicht Zufall, aber ich glaube, wir haben was geplant, weil ein bisschen Spaß muss sein. Und letztes Mal haben wir bloß die Zähne geputzt mit Roberts Zahnbürste. Stimmt, das war deine Zahnbürste. Ja. Und dieses Mal wollen wir ein bisschen mit heiß und kalt und extrem, so ein kleines Motto. Also es wird ein bisschen cooler noch. Okay, gut. Ich würde mal sagen, solange die Sonne da draußen scheint, gehen wir mal raus, oder? Machen wir. Also, auf geht's. Robert? Ja? Ich ziehe hier besser schnell den Helm auf, Ja, ich glaube, weil das ich ist bin so. mir da noch nicht so sicher. Also, was die hier gerade schon wieder vorhaben, ich bin mir noch nicht so sicher, was das hier werden soll. Vor allem, also, was man ja kurz zeigen muss, diesmal aber wenigstens eine gescheite Zahnbürste von dir geholt. Da geht, boah, das ist aber mal richtig spitz. Sie tut weh. Also Thomas, ich weiß noch nicht so richtig, was du da vorbereitet hast. Ich sehe da nur ein paar Steine. Ja, also wir fangen. Das weiß ich jetzt gerade auch noch nicht, was du Stein. damit vorhaben sollst. Bisschen schrubbern auf dem Auto, hätte ich jetzt gesagt. Und das das weiß ich nicht. große Finale, was auch immer das wird. Aber ich bin ja wenigstens froh, denn wir haben uns Verstärkung geholt. Robert, einmal bitte den Hintergrund. Die richtigen Männer sind da. Ja? Der Robert als heißer Feger, ne? Ist natürlich Safety First an oberster Stelle. Wenn du mir wieder zu heiß wirst, Ja. dann löschen wir dich mal heute gescheit. Du hast eh schon wieder ein bisschen gesabbert heute beim Bisschen Mittagessen. nur. Ich glaube, das T-Shirt müssen wir gleich mal waschen. Ja, oder? ja, bestimmt. Okay, Thomas. Ja.
Also, Fangen wir mal soft an, oder? wir machen wieder diesen ultimativen Test. Leute, ihr könnt euch ja noch dran erinnern, das letzte Mal bei M3 Touring mit Roberts Zahnbürste. Und du hast gesagt, das war dir zu weich, diesmal machen wir es hartnäckiger, oder wie? Also ich würde sagen, wir simulieren das mal ein bisschen Steinschläge. So deine Aufprall auf der Haube. Einfach Okay. mal drüber kippen über die Haube. So aus dem Handgelenk. Also Leute, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich würde keine Kia-Modelle mögen. Ganz im Gegenteil, ich finde das Ding eigentlich sogar ganz cool, auch von der Farbe her. Bedeutet jetzt, ich soll das einfach hier... Einfach mal aus dem Handgelenk drehen, mal drüber oh, fallen ich lassen. kann das nicht, ey. Mach das mal. Sicher, Ja. komm. Robert? Mach doch. Gottes Willen. Das hört sich schon nicht gesund an. Nö. Also da kann die Folie mit umgehen. Ich glaube, wir müssen die ein bisschen mehr ärgern. Das ist gar nichts. Ja, okay, da ist halt jetzt wirklich gar nichts. Ja, Ganz also- im Gegenteil. Nee, das funktioniert noch nicht. Das ist ja wirklich gar nichts. Nee. Komm mal hin, Robert. Also ich meine, ich habe es ja aus so einer Höhe runtergekippt, dass da, also wenigstens Nee, ne? müsste irgendwo ein Kratzer sein. Okay, also ich würde mal sagen, das hat schon mal Test 1 bestanden. Passt. Also Nummer 1 war soft. Wollen wir mal so ein bisschen mit dem Schlüssel kratzen? So ein bisschen tiefer? Ja, Probiert mit der das doch mal. Zahnbürste habe ich jetzt schon Erfahrung. Ja, das Bedeutet jetzt einfach so einfach kratzen. mal so ratsch. So als ob jetzt halt wieder das, was ich ja schon mal gesagt habe, Leute, deswegen nicht nur vor Steinschlägen schützen, sondern auch, es ist leider in der heutigen Zeit so, ja, dass der ein oder andere ja, hier mit dem Schlüssel einfach mal so macht. Ja? Und dann hast du sofort die Kratzer drinnen, aber ich sehe, schau dir das mal an, Robert, komm mal hin, komm mal hin. Schaut mal her, Leute, wie spitz dieser Schlüssel ist. Wir können sogar noch den spitzeren nehmen. Nicht. Geh ruhig noch ein bisschen fester. Du machst ruhig Noch ein bisschen fester? gewaltiger. Ja, jetzt kommt langsam. Ja, ein bisschen. Können wir das schon ärgern, die Folie. Ja, ganz gut. Und da ist, passiert nichts. Das ist nur Oberfläche. Die Folie ist nach wie vor intakt. Ernsthaft. Absolut. Ja, also wir werden besser. Also Beschädigung Ja, funktioniert wie würdest langsam. du es denn machen? Du kannst es ja auch gerne einmal vorzeigen, Soll jetzt ich mal? beim nächsten. Also ich würde jetzt mal irgendwie was Massives nehmen und würde mal... Das wäre jetzt so meine Art, wie ich das machen würde. Okay, und da fehlt jetzt immer noch nichts. Nö. Also die ist zwar hier oben beschädigt, das kriegt man auch nicht mehr geheilt, Krass, ja. aber sie ist definitiv dafür da, was sie gemacht hat. Also sie hat geschützt. Ja. Das ist ja verrückt. Und die Zahnbürste, haben wir ja gesagt, die soll auch noch mal, oder? Ja. Ja, willst Ich, du? ich überlasse es dir, alles gut. Soll ich? Ja, ich lasse dir das einmal übernehmen. Krass. Leute, überlegt mal, wenn da jetzt keine Schutzfolie drauf wäre, was wir hier für einen Schaden hätten. Und das hält einfach komplett aus. Ich meine, Also, klar, ja. die Folie ist jetzt Ist beschädigt. Die ist ne? wirklich beschädigt, ja. Aber wenn du ohne- jetzt überlegst, du gehst jetzt mit dem Schlüssel hin Ja. und hast nicht die Steinlackschutzfolie drauf, Ja. kannst hier komplett alles neu lackieren und hier mache ich mir einfach eine neue Steinlackschutzfolie über die Haube drüber. Und das ist halt wirklich der große Unterschied. Ist es wirklich. Ja. Und jetzt können wir noch ein bisschen mit Wärme arbeiten. Heiß? Robert, sollen wir Ja? das wirklich durchziehen? Zieh durch. Willst nicht du dich hier hinstellen Nee, auf gar und keinen ich Fall. halte die Kamera? Nee, die Okay. gebe ich dir nicht. Also, legen das mal drauf, unser schönes getränktes Tuch. Und dann zünden wir das mal an. Also ihr wollt jetzt ernsthaft das Auto Ein anzünden, bisschen. verstehe ich das Ein richtig? bisschen. Also das ist jetzt schön getränkt mit einer Brennflüssigkeit. Aber selbst das sollte funktionieren. Also, Habt ihr jemals Was schon mal ich- diesen Test gemacht? vielleicht. Okay, ich glaube, ich gehe mal besser noch einen Schritt zurück. Ja, das glaube ich, das brennt definitiv. Ich glaube, dass Schwarzer Rauch. Also, wir machen uns bemerkbar. Ja. ich würde mal sagen, das brennt. Ich glaube, das brennt definitiv. Ja, doch. Man sieht, dass es gebrannt hat. Würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, es hat definitiv gebrannt. Okay. Okay. Wollen wir noch so einen kleinen Abschluss Schuss drüber machen mit Hitze? So zum Abflambieren, Creme Das Brûlée. ist ja, was, also jetzt sieht man mal erst wieder, was diese XP Steiner Schutzfolie aushält.
dass die nicht nur hier die Steinschläge wie beim Senna schützt, sondern zieh dir das mal rein. Mach, alles gut. Ein bisschen drüber so. Alter, Ja, jetzt ist sie gut durch. ey, das ist ja verrückt. Ja, ist warm, aber Es geht, ne? ist alles, schau mal, hier nichts, gar nichts. Kein Schaden, komplett alles da. Also ich muss echt sagen, das ist verrückt. XPEL ist verrückt. Ein bisschen. Ich bin jetzt so ein bisschen im Element. Ich will noch ein bisschen so einen kleinen Abschluss. Vielleicht wird es ja mal wertvoll. Also ich merke aber schon, dass es taugt dir, ne? Es macht Spaß. Es macht Spaß, ne? Ja, absolut. Ja, es ist ein Produkt, was einfach geil ist. Ja, und das ist halt extrem. Und das ist genau das Thema. Ich verstehe jetzt das Ja. Produkt Ja. immer mehr und mehr. Damals dieser Zahnbürstentest. Ja. Ja. Und für mich, wo ich sage, okay, gut, du bekommst ein neues Fahrzeug, du willst es schützen, einfach vor Scheinschlägen. Ja. Aber was einfach dieses Produkt wirklich kann, Ja. allein diese Dehnbarkeit, einfach in so vielen Situationen, Ja. was diese Folie als Steinschlagschutzfolie eigentlich so viel mehr ab kann. Ja, Das es ist viel mehr als das. Ne? Das haben wir, glaube ich, jetzt gesehen. Leute, wisst ihr eigentlich gerade, was wir hier gemacht haben? Wir haben die kleinen Steine draufgehauen. Wir sind mit dem Schlüssel drüber, mit Roberts Zahnbürste, mit dem Kieselstein drüber. Wir haben das Auto gerade angebrannt. Ja? Also das ist mir echt zu viel gewesen. Ja. Aber im positiven Im Sinne. Positiven, okay, Nee, wirklich krass. cool. Extrem gute Arbeit. Also Leute, ich glaube, daran sollte man jetzt wirklich gesehen haben, was die XPEL Steinschlagschutzfolien drauf haben. So Robert, wir dürfen nicht allzu lange reden, denn die Sonne ist gerade da und Leute, ich will euch hier den McLaren Senna jetzt in voller Pracht zeigen, nämlich hier MSO Abyss Black, wie hier schön der Lack, der blaue Perleffekt rauskommt und der McLaren Senna ist komplett fertig. Wir haben jetzt hier eine komplette XPEL Steinschlagschutzfolierung hier auf dem McLaren Senna und allein schon jetzt hat dieses ruhige Gewissen zu haben, dass du nicht mehr nur vorne die Steinschlagschutzfolie foliert hast, sondern wirklich komplett übers ganze Auto gezogen, die kompletten Carbonteile hier an der Seite, wo so viele Steine durchkommen, wo wir schon vom Werk aus hier Folie hatten, aber hier hinten nicht. Das war, muss man wirklich sagen, immer extremes Glück, dass wir auch nicht nur einen einzigen Steinschlag hier an der Seite reinbekommen haben. Vor allem, wenn man sich immer mal wieder bewusst wird, dass es völlig geisteskrank, Leute, dass hier diese Tür vom McLaren Senna 120.000 € kostet und ich jetzt festgestellt habe, als wir diesen Test gemacht haben, diesen Extremtest, da auch nochmal ganz wichtig, Leute, bitte nicht nachmachen, wie wir das Fahrzeug angezündet haben, ja, mit dem Schlüssel dahin gekratzt haben, wie wir diese Folie abgezogen haben und einfach nichts, aber wirklich nichts am Fahrzeug gewesen ist und dir dann bewusst wird, wenn du da keine Folie hast und dir jemand mit dem Schlüssel hinkratzt oder sonstiges passiert, darfst du hier einfach so eine Tür bei McLaren Senna komplett neu lackieren. Und das ist ein extremer Kostenaufwand. Und Leute, ja, weil ich natürlich die Kommentare gelesen habe, M3 Touring und da die Fragen erhalten habe, wie viel denn so eine XPEL Steinschlagschutzfolierung denn kostet. Wir blenden einmal, Robert macht es irgendwo, mal den Katalog ein, den Prospekt ein, dass ihr ungefähre Preise habt. Aber Leute, ihr müsst wissen, es ist immer extrem fahrzeugabhängig und natürlich auch location-abhängig. Und dementsprechend variieren hier die Preise. Denn es ist ganz klar, dass ein McLaren Senna durch die ganzen Ecken und Kanten noch mal mehr Aufwand ist als hier beim M3 Touring. Vor allem, wenn wir mal beim McLaren Senna hier nach hinten gehen, ja, weil hier allein diesen riesen Heckflügel
zu folieren. Und genauso wie hier die kompletten einzelnen Carbon-Teile ist ein extremer Aufwand, aber natürlich extrem wichtig, ja, dass hier der komplette Schutz da ist. Genauso wie auch hier hinten. Jetzt werdet ihr euch natürlich die Frage stellen, ja, warum habe ich nicht damals schon eine komplette Folierung bei dem Fahrzeug gemacht? Ganz einfach, 2018 war die Technik noch nicht so weit und da hat man immer nur gesagt, okay, man macht einfach nur vorne den Schutz, was ja auch ausreichend gewesen ist. Aber jetzt für mich, fürs Gewissen, wo auch die Technik deutlich weiter ist, ja, das wurde früher alles handgeschnitten. Mittlerweile, ihr habt es ja beim M3 Touring beim Video gesehen, es werden hier alle Teile, kann man sich rausprinten lassen und dann wird das Ganze aufgesetzt. Bedeutet, man muss hier nichts mehr extrem zuschneiden und das vereinfacht natürlich auch einiges. Aber wenn wir natürlich jetzt mal kurz nach vorne gehen, denn was man hier sagen muss, wir haben jetzt hier ja einmal die komplette XPEL Ultimate Fusion Folie, bedeutet, wir haben hier die Keramikversiegelung schon in die Folie eingearbeitet. Das können wir mal kurz zeigen, denn das ist natürlich wirklich geil, wenn es regnet oder das Wasser einfach drauf läuft, ja, wie das Ganze eben abperlt. Ist auch, finde ich, immer so ein wichtiger Faktor, eine wichtige Pflege. Und hier vorne haben wir nämlich jetzt die Ultimate Plus 10 Folie hergenommen. Das ist die sogenannte Race-Version, denn ihr habt es ja gesehen, wir hatten hier so viele Steinschläge vorne. Und ich muss eigentlich sagen, ich hatte schon so ein bisschen meine Bedenken, weil der McLaren Senna ja so eckig-kantig ist, dass hier und da vielleicht wirklich ein Stein, ja, den Lack getroffen haben könnte. Aber es wurde die Folie abgezogen nach 5 Jahren und es ist einfach kein einziger Steinschlag im Lack drinnen gewesen. Und da wird dir wieder bewusst, das ist einfach nur ein geiles Gefühl, wenn du hier den kompletten Schutz hast. Und dementsprechend hat man aber sich jetzt hier für die Race-Version entschieden. Und das bedeutet 30% mehr Schutz, weil wir den McLaren Senna hauptsächlich ja nur auf der Rennstrecke bewegen. Und dann wurde zusätzlich noch von XPEL eine Keramikversiegelung aufgetragen. Somit ist auch das komplette Auto keramikversiegelt. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, machen wir Schluss mit dem Video. Ein großes Dankeschön geht an Bruxer Fohl und vor allem an die Jungs, die hier den McLaren Senna foliert haben. Es hat mir einfach jetzt noch mal mehr dieses Verständnis gegeben, wie wichtig eine Fahrzeugfolierung, wie wichtig hier so ein XPEL-Produkt auf einem Fahrzeug ist. Es gibt dir einfach so ein besseres Gewissen und ja, man hat, wie gesagt, nochmal anfangs einen gewissen Kostenaufwand, aber letzten Endes dankt es dir das Fahrzeug und vor allem dein Geldbeutel extrem. Und ja, der Dimitros, da hinten von Clean Car Care Dachau, der wartet schon, denn der McLaren Senna wird jetzt hier auf dem Wörmann-Trailer aufgeladen und wird nach München zurückgebracht. Und Robert, wir zwei Süßen, wir reisen wieder im M3 Touring auf, oder? Okay, ich freue mich. Der glaube ich, der muss auch mal wieder gewaschen werden. Ja, wird Zeit. Alles klar, Leute. Also, dann sind wir raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.